Name ist Julienne Lorz, ich bin die ehemalige Hauptkuratorin hier am Gropiusbau. Louise Bourgeois, The Woven Child, also das gewebte Kind, ist eine Ausstellung, die sich ganz konkret mit den letzten 15 Jahren in etwa ihres Lebens und ihres Schaffens auseinandersetzt. Louise Bourgeois wurde sehr alt, sie war 98, als sie 2010 gestorben ist und hat aber am gewissen Zeitpunkt im hohen Alter angefangen, sich nochmal ganz anderen Materialien zu widmen. Während sie davor sehr klassisch vorgegangen ist, also auch mit Marmor gearbeitet hat, mit Bronze, mit Gips und verschiedensten anderen Materialien, so hat sie dann im hohen Alter dann nochmal sich Textilien gewidmet. Textilien, die sie vor Ort hatte, auf die sie leicht zugreifen konnte, weil sie nie was weggeschmissen hat und Bettlaken, Tischdecken, Taschentücher etc. einfach hatte und damit umgehen konnte. Es aber auch für sie eine Möglichkeit war, solche anderen Textilien wie Kleidungsstücke ihrer Mutter oder von sich selber aufzubewahren, im Sinne von, wenn ich diese Kleidungsstücke in ein Kunstwerk einarbeite, dann wird es die für immer geben. Textilien und auch Tapisserien, die werden zum skulpturalen Material und gehen einher mit ganz vielen verschiedenen anderen Materialien. Also sowohl gefundene Objekte wie auch Türen oder Fenster, die da integriert sind in Arbeiten, aber auch skulpturale Elemente, die aus Bronze sind oder auch Stahlelemente, die einhergehen. Das heißt, Textilien werden wie zu einem anderen bildhauerischen Material in Louise Bourgeois' Werk, die im Grunde, besonders als sie angefangen hat, wirklich sehr klassisch vorgegangen ist. Die Zelle 7 ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie Louise Bourgeois ihre eigene Biografie in ein Werk einarbeitet und vor allen Dingen ihre frühe Biografie. Denn man sieht im Inneren dieser Zelle, die von Türen umgeben ist, sieht man eine Nachbildung eines Hauses, wo die Familie früher gelebt hat, aber wo auch diese Reparaturwerkstatt für Tapisserien vorhanden war. Und auch in dieser Zelle drin hängen aber auch Kleidungsstücke von ihrer Mutter. Teilweise von Knochen, womit man auch natürlich Vergänglichkeit und den Tod irgendwie auch mit reinlesen kann. Und dann gibt es noch in einer Ecke auf einem kleinen Schemel eine Skulptur, wo eine Wendeltreppe sich nach oben windet und am oberen Ende ein Bett ist. Und da drin wiederum liegt ein Wachsteil und da wiederum sind Nähnadeln reingepiekst, wie in einem Nähkissen sozusagen oder Nadelkissen, und von da kommen kleine Fäden raus. Und diese Fäden verbinden sich wie so Lebenslinien, wenn man so möchte, zu diesen verschiedenen Kleidungsstücken von ihrer Mutter. Auch darin enthalten ist eine kleine Spinne. Und die Spinne wiederum ist auch nochmal ein interessantes Element. Da kehrt sie nach Jahrzehnten erst wieder zurück zu diesem Thema. Sie hat ganz früh Zeichnungen gemacht von Spinnen in den 40er Jahren und dann sich gar nicht mehr darum gekümmert. So. Dann irgendwann kommt dieses Motiv wieder zurück und plötzlich ist die Spinne da. Und sie verbindet damit verstärkt diese Idee von ihrer Mutter, nämlich die Idee, dass eine Spinne nie wütend wird, wenn das Netz zerstört wird, sondern einfach wieder sich ransetzt und das wieder repariert und wieder gut macht sozusagen. Und so sah sie im Grunde irgendwie auch ihre Mutter, die eben wie die Spinne sehr nützlich war, sich immer wieder gekümmert hat, immer wieder was repariert hat und genäht hat. Eben dieses Weben, dieses Nähen, wie man das eben auch bei Spinnen sehen würde. Hinter mir sieht man einige Textilköpfe. Diese Köpfe sind keine Porträts in dem Sinne, sie sind eher Gemütszustände. Und teilweise kann man auch sehen, wie mal ein Mund fehlt oder die Ohren fehlen oder der eine so fast wie so erstarrt ist in einem Schrei oder vielleicht mitten im Atemzug oder so. Und das sind für mich sehr emotionale Kapseln, wenn man so möchte, die dann noch mal abstrakter werden bei anderen Skulpturen im nächsten Raum. Da sind die Portrait Cells zu sehen. In diesen Portrait Cells, da hat man quasi auch wieder Zellen, wo Köpfe auch vermehrt auftauchen, aber eher hängend sind, viel abstrakter wirken, fast wie ein Stück Fleisch in einer Auslage oder so, aber auch viel biomorpher sind als jetzt diese Köpfe, die wir hier in diesem Raum sehen. Der Titel der Ausstellung, The Woven Child, ist einem Titel entliehen von Louise Bourgeois selber. Sie hat mehrere Arbeiten, The Woven Child, also das gewebte Kind,
genannt. Und wir haben drei, die sie so genannt hat, drei solche Arbeiten hier in der Ausstellung, vereint in einem Raum. Und da geht es wirklich sehr stark, klar, um das Gewebte, was ja grundsätzlich mit den Textilien hier sehr oft in der Ausstellung vorkommt, das Weben oder das Gewebte. Und in dem Fall ist es in Verbindung mit dem Kind und oft mit der Mutter und auch mit dem weiblichen Körper, der schwangere Körper. Bei Louise Bourgeois ist der schwangere Körper aber nicht immer nur sozusagen die Schwangerschaft. Es ist auch irgendwo ein skulpturaler Körper, ein Körper, der etwas beinhalten kann. Und in dem Fall das Kind. Diese emotionale Bindung kommt auch noch mal in verschiedenen anderen Arbeiten noch mal vor. Da gibt es zum Beispiel auch eine Skulptur, wo quasi eine Geburt gerade stattfindet und das Baby noch über die Nabelschnur mit der Mutter verbunden ist. Jetzt kann man darüber nachdenken, wo ist da sozusagen Louise Bourgeois? Ist sie die Mutter? Ist sie das Kind? Vermehrt ist es wohl, dass sie, je älter sie wurde, sich auch eher als das Kind gesehen hat. Also dass sie das Geborgenheit gesucht hat, dieses vulnerable Wesen war, das sozusagen diese Sicherheit gesucht hat, ihr ganzes Leben lang vielleicht sogar. Im selben Raum ist The Good Mother zu sehen, eine kniende weibliche Figur in Pink, wieder ohne Arme, und aus ihren Brustwarzen kommen verschiedene Stränge von weißem Garn, das sich dann wieder in Spulen sozusagen aufspult vor ihr. Und man könnte da auf jeden Fall sehr stark auch an Lebenslinien denken, so wie es auch in anderen Arbeiten der Fall ist, wenn diese Fäden herauskommen aus Körpern ganz oft oder eben auch aus Nadelkissen, dass diese Fäden nicht nur Fäden sind, aber vielleicht auch so Lebenslinien. Und Spiral Woman ist insofern vielleicht auch noch mal interessant, wenn man es noch mal in Relation setzt zu Femme Maison. Femme Maison, also Frau Haus oder Hausfrau, könnte man natürlich dann im Deutschen draus machen, ist ein Motiv, das Louise Bourgeois sehr früh schon aufgegriffen hat. In den 40er Jahren hat sie Gemälde gemacht, die eben Femme Maison hießen. Und da war es der weibliche Körper in Kombination mit dem Haus. Und da war sozusagen der Kopf war das Haus, der restliche Körper war die Frau. Sehr einfache Zusammenstellung zum gewissen Maß, aber gleichzeitig auch mit so vielen Ebenen darin. Die Frau, die Hausfrau, die Frau, die ihren Kopf nur im Haus hat. Das heißt, irgendwo sich nur mit dem Leben zu Hause beschäftigt. Aber gleichzeitig ist es auch ein Raum. Ein Haus ist auch ein Raum. Und wo befindet sich da die Frau in dieser Relation? Wir haben noch eine Skulptur auch in der Ausstellung, die auch Femme Maison heißt. Und genau da hat man diesen weiblichen Torso, wieder ohne Kopf, wieder ohne Extremitäten. Aber darauf mit eingebaut ist eben ein Haus. Also man sieht sozusagen da sehr deutlich, wie Arbeiten von ihr, die als Malerei angefangen haben, aus den 40er Jahren, dann sich durchdeklinieren und in ganz anderen Formen und Materialitäten sozusagen wiederkommen. Grundsätzlich kann man auch noch mal sagen, dass Louise Bourgeois sehr mit dem Blick des Betrachters, der Betrachterin umgeht, manipuliert, damit arbeitet, insbesondere bei den Zellen. Es gibt eben manche Zellen, wo man nur so kleine Spalten hat, wo man reinschauen kann, oder es werden Öffnungen dargelassen, oder es gibt diese starken Gitterstrukturen, wo der Blick aber irgendwie dauernd gestört wird. Man kann zwar reinschauen, aber gleichzeitig kann man nie ganz klar sehen. Oder auch, dass sie den Staub auf einer Glasscheibe drauf lässt, dass das auch wieder ein Verschleiern ist. Hat natürlich auch noch mal so diese zusätzliche Komponente von Erinnerung, dass man da irgendwie etwas den Elementen überlässt und verstauben lässt, aber eben auch diesen Blick stört und man dann nicht diesen freien Blick hat, sondern dass man sich ein bisschen anstrengen muss. Man muss ein bisschen schauen, wo sehe ich jetzt genau, was geht darin vor. Es hat auch was sehr Geheimnisvolles natürlich. Sicherlich die größte Arbeit in der Ausstellung ist die Zelle Spider von 1997. Und das ist genau das, was ich umschreibe, wenn ich sage Zelle und Spider. Im Prinzip ist es diese Zellenstruktur, die Louise Bourgeois in den frühen 90ern angefangen hat zu kreieren. Und obendrauf sitzt eine überlebensgroße Stahlspinne, deren Körper sich aber sozusagen in diese Zelle hineinhängt. Also unter diesem Körper von der Spinne hängt dann nochmal wie so eine Art Sack oder so eine Art Container in diesen quasi Raum hinein.
Und darin wiederum kann man so erahnen, sind auch nochmal Formen drin. Wenn man das Glück hat, im Aufbau zu sehen, was genau da reinkommt, dann weiß man, dass da drin Glaskugeln sind. Und diese Glaskugeln sind aber nicht so erkenntlich, wenn man sie jetzt ausgestellt sieht, weil die nochmal umgeben sind von Frauenstrumpfhosen und damit sozusagen opak werden und man kann nur so erahnen, dass es irgendwie wie Eier aussieht oder so. Zusätzlich gibt es noch ein schönes Detail, wo unten in der Zelle eine kleine Tapisserie angelehnt ist an die Wand und man sieht eine männliche Figur, deren Genitalien rausgeschnitten wurden. Das heißt, da ist so eine Leerstelle. Louise Bourgeois' Mutter oder beziehungsweise der Vater hat viel an Amerikaner verkauft, diese Tapisserien. Und da war es einfach wichtig, dass eben genau solche Geschlechtsmerkmale nicht zu sehen sind. Und anscheinend hat wohl ihre Mutter viel Zeit damit verbracht, eben genau diese Dinge rauszuschneiden und damit Blumen zu ersetzen. In dem Fall ist es eben noch ohne Blume. Eine Besonderheit der Ausstellung ist, dass wir noch eine Skulptur außerhalb den Ausstellungsräumen platziert haben. Und diese hängt im Lichthof wie ein kleines Juwel sozusagen mitten in der Luft. Und das ist ein kleines Pärchen, nicht mehr viel größer als das hier. Und das einfach eng umschlungen, in inniger Umarmung mitten im Raum hängt. Anscheinend hatte Louise Bourgeois immer den Wunsch, mal eine ganz kleine Skulptur in einem riesigen Raum zu zeigen. Und genau diesen Wunsch versuchen wir hier zu erfüllen.